Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es um ein richtig spannendes Thema und zwar um digitale Forensik. Ja, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich im Urlaub mal einen USB-Stick gefunden hier, diesen von Kingston, komplett verrostet, komplett dreckig, nass, voller Salz und Sand. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich cool, wenn ich mal schaue, ob dieser USB-Stick noch funktioniert und wenn ja, was für Daten drauf sind. Aber nicht nur in so einem Fall, sondern auch privat kann es natürlich immer wieder Situationen geben, wo man irgendwas aus Versehen gelöscht hat und man noch unbedingt an diese Daten muss. Was es da für Möglichkeiten gibt, das schauen wir uns heute mal an. Ja, wie ich Daten wiederherstellen kann, da gibt es natürlich verschiedene Wege und bevor jetzt hier die ersten Stimmen schon kommen und sagen, ja, warum eine Bezahlversion von irgendeinem Tool, ich kann das doch auch in Linux im Terminal machen. Ja, da gebe ich euch absolut recht, aber es ist natürlich nicht jeder voll ein IT-Profi und macht nicht jeden Tag Datenrettung von früh bis abends und deswegen sind viele dann gerade froh, wenn sie Probleme haben, dass sie dann auf ein Tool zurückgreifen können, was sie optisch hier in einem Workflow am besten komplett durch die Wiederherstellung führt. Ja, damit wir uns das Thema der Datenwiederherstellung hier mal anschauen können, habe ich von der Firma RecoveryFox das Tool RecoveryFox AI zur Verfügung gestellt bekommen. Die werben damit, dass dieses Tool mit künstlicher Intelligenz mehr Daten wiederherstellen können als wie andere Tools, die bisher am Markt so vorhanden sind. Ob das Ganze stimmt und ob das Tool wirklich besser ist als wie andere Tools am Markt, das werden wir uns einfach mal genauer anschauen. Ja, es geht nicht nur um die Datenwiederherstellung, es ist auch ein Thema der Sensibilisierung. Denn ihr könnt jetzt euch mal einen x-beliebigen uralten USB-Stick, der vielleicht bei euch mal in der Schublade verschwunden ist, mal rausziehen und überlegen, was kann man da zum Beispiel noch für Daten rausziehen. Denn Daten, die ihr löscht auf dem USB-Stick, die sind nicht automatisch weg. Denn mit speziellen Tools kann man hier noch die Dateireste wiederherstellen. Ja, das ist dann natürlich auch ein Vektor für die Forensik, dass, wenn man zum Beispiel Computer untersucht, Smartphones oder eben Datenträger, dass man hier auch zuvor gelöschte Dateien noch wiederherstellen kann. Somit kann man auch mal Rückschlüsse noch führen, die man vielleicht auf den ersten Blick übersehen würde. Ja, zum Thema Forensik plane ich auch noch andere Videos. Und zwar werden wir uns auch in der Zukunft mal anschauen, wie wir die Firmware von einem Speicherchip dumpen und dort geheime Daten extrahieren können. Ja, und wir werden uns anschauen, wie auf Datenforensik spezialisierte Unternehmen, aber auch Ermittlungsbehörden zum Beispiel bei euch auf eurem Smartphone an eure Daten kommen könnten. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns wie gesagt in anderen Videos an. Heute die Datenwiederherstellung hier von diesem USB-Stick. Ja, seid gespannt, wir starten mit dem Thema wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, was wir hier für Daten auf diesem USB-Stick hier wiederherstellen können. Grundsätzlich bei der Datenwiederherstellung muss man wissen, dass Daten, die ich einfach lösche, dass die nicht automatisch komplett verschwunden sind und sich in Luft auflösen. Denn ihr müsst euch vorstellen, ein Speicherstick oder eine Festplatte ist wie ein Buch mit einem Inhaltsverzeichnis. Wenn ihr Daten auf diesen Stick oder auf die Platte speichert, dann wird in dem Inhaltsverzeichnis ein Eintrag erstellt, auf welchen Buchseiten sich die Daten dazu befinden. Wenn ihr jetzt eine Datei löscht, dann wird der Indexeintrag im Prinzip im Inhaltsverzeichnis wird durchgestrichen, er ist nicht mehr da, aber die Daten liegen trotzdem noch so lange in dem Buch, bis wieder ein neuer Eintrag vielleicht potenziell dazu führt, dass eure Buchseiten, wo im Index natürlich nicht mehr drin steht, dass sie benutzt werden, jetzt mit neuen Daten überschrieben werden können. Deswegen ist es auch wichtig, gerade wenn man einen Datenverlust hat, dass man möglichst sofort den Betrieb von diesem Stick einstellt und dass keine neuen Daten mehr draufgeschrieben werden, weil mit jedem Schreibvorgang sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch die Daten ohne Datenverlust wiederherstellen könnt. Ganz wichtig auch beim Thema Datenrettung,
Der Datenträger muss natürlich noch funktionieren. Ich habe hier meinen USB-Stick erstmal sorgfältig gereinigt, getrocknet. Ich habe ihn dann auch wieder ausgebogen, weil er war auch komplett verbogen, hatte Rostablagerung, Salz, Dreck, Sand, alles Mögliche, sodass ich ihn auch erstmal wieder überhaupt mit einem Adapterkabel hier mit dem Rechner verbinden kann. Das war natürlich die Grundlage und das war schon mal der entscheidende Punkt zum Sagen, kann ich hier überhaupt auf die Daten zugreifen über den ganz normalen Weg oder ist er tatsächlich physikalisch kaputt? Denn wenn Datenträger physikalisch kaputt sind, dann hilft auch keine Recovery-Software mehr, wenn die Festplatte nur noch klickt, weil sie runtergefallen ist. Dann ist das ein Thema für professionelle Datenrettung im Labor. Und beim Thema professionelle Datenrettung im Büro sind wir natürlich auch bei den Kosten. Natürlich könnt ihr sagen, wie ich schon auch in der Einleitung gesagt habe, natürlich gibt es Linux-Tools, die im Terminal hier auch schon bestimmte Dateien wiederherstellen können, kostenlos mit Bordmitteln, aber gerade wenn ich nicht jeden Tag Datenrettung mache, ist hier die Gefahr, dass ich hier eher noch Daten beschädige oder dann dadurch tatsächlich komplett verliere, wesentlich größer, als wenn ich hier ein spezialisiertes Tool nutze. Und die Kosten für das Tool sind echt nichts im Vergleich, wenn wir hier von einem wirklichen Hardware-Defekt reden. Hardware-Defekt, da reden wir von Recovery-Kosten von mehreren tausend Euro, denn teilweise wird im Reinraum dann die Festplatte in ein gleiches Modell wieder rübergebaut, um dann die Daten wieder mit einem funktionierenden System lesen zu können. Ich selber habe schon mal für einen Kunden einen Datenträger aus einem NAS-System recovered, da wo die Hardware vom NAS kaputt war, sprich die Platten waren da, die Daten waren da, aber wie die Daten auf der Platte angelegt sind, verarbeitet worden war nicht mehr interpretierbar, weil das komplette Gerät kaputt war. Das sind aber dann wirklich Recoveries, die dann schon deutlich teurer sind als wie so eine einfache Recovery-Software. Ja, ich habe es euch ja auch schon gesagt, wir werden uns heute RecoveryFox AI anschauen. Ja, wir schauen uns als erstes mal an, was der Hersteller hier auf seiner Homepage über das Tool sagt und verspricht. Ja, wir schauen uns heute RecoveryFox AI an und auf der Seite hier vom Hersteller sehen wir eigentlich gleich nach dem Laden hier schon den Download nur für Windows. Und wenn wir hier weiter runterschauen, sehen wir auch ein paar grundsätzliche Informationen zur Datenwiederherstellung. Grundsätzlich ist ja erstmal wichtig, dass wenn man irgendwo Probleme mit einem Datenträger hat oder man aus Versehen Daten gelöscht hat, dass man das Gerät dann nicht weiterverwendet, weil mit jeder längeren Nutzung können natürlich vorhandene gelöschte Daten durch andere Daten wieder überschrieben werden. Das zerstört die Dateien natürlich endgültig, deswegen sofort trennen das Gerät. Ja, ein Punkt, was immer ein bisschen bei Datenrettungssoftware ja missverstanden wird. Datenwiederherstellung per Software kann ich nur machen, solange das Gerät noch funktionsfähig ist. Sobald ich hier zum Beispiel eine Festplatte habe, die nur noch klickende Geräusche macht, weil sie zum Beispiel runtergefallen ist, dann brauche ich hier natürlich einen professionellen Datenrettungsservice und das kann wirklich keine Software mehr. Also da muss man wirklich ganz klar trennen. Dass man nur vertrauenswürdige Software verwenden soll, in dem Fall hier eben Eigenwerbung für die RecoveryFox AI Software, ist natürlich auch klar. Und ganz wichtig, wenn ich Daten wiederherstelle, dass ich die halt nicht auf dem kaputten Gerät wiederherstelle, sondern auf ein extriges Gerät rüberziehe. Möglichst schnell handeln, dann kann das Programm hier nach deren Angabe hier 98% oder bis zu 98% der verlorenen Dateien auch wiederherstellen. Dann nochmal der Download-Link. Ja, und das Ganze ist natürlich recht einfach programmseitig geführt. Wir werden es uns gleich nochmal anschauen. Ich selber habe das Programm auch noch nicht gesehen, aber bin schon gespannt. Ja, also erstmal hier auswählen, was möchten wir retten. Danach den Scan starten. Erstmal einen Schnellscan und dann nochmal einen vertieften Scan. Und dann kann man sich auch noch anschauen, was er schon gefunden hat und es dann entsprechend wiederherstellen. Ja, was noch zum Sagen ist: ja, 98% Recovery Rate, Dateistruktur und Dateinamen soll er wiederherstellen können, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, alle gängigen Datenträgerformattypen, exFAT, NTFS und so weiter, alle verschiedenen Dateitypen, oder sagen wir mal die Standarddateitypen. Ja, sagen wir alles, was noch der Computer lesen kann, an USB, Peripherie, SD-Karten, ein nicht destruktiver Prozess mit Suchfilter, Vorschau und da auch nochmal zum Schluss die 98% Wiederherstellungsquote.
Ja, schauen wir mal. Gerade wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, die Originaldateinamen und Ordnerstruktur, ja, das ist schon immer ein richtiger Knackpunkt. Das wiederherzustellen, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich wie versprochen funktioniert. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ja, hier noch ein paar Pro-Argumente, warum man diese Software hernehmen sollte. Ja, schauen wir uns an. Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Preis. Das Programm ist natürlich nicht für IT-Profis gedacht, die mit irgendwelchen Linux-Tools auf der Kommandozeile hier ihre Datenrettung durchführen. Da ganz klar möchte sich wahrscheinlich auch der Hersteller davon distanzieren. Es ist angesprochen der normale Windows-User, der das gelegentlich nutzt. Im Notfall, bevor ich hier lang rumdokter, kann ich mir hier diese 1-Wochen-Lizenz kaufen für 49 oder einen Monat, wenn es ein bisschen länger dauern soll. Ich denke, die wenigsten werden eine Jahres- oder eine Lifetime-Lizenz benötigen. Wenn man es dennoch braucht, bietet es auch der Hersteller an. Ja, was ganz wichtig noch ist, hier unten gibt es natürlich auch eine risikofreie Testversion. Da kann man natürlich erstmal schauen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Daten zu retten, sodass man hier nicht die Katze im Sack kaufen muss. Unterstützt ist, ja, Windows, haben wir gesehen. Bis hin zu, ja, auch die ganz alten Vista sollte man ja aus Sicherheitsgründen auch nicht mehr nutzen. Und ja, ich glaube, die Hardware-Anforderungen, die sollte jeder haben. Ja, ich habe das Tool vorbereitet, ich habe es runtergeladen und wir werden das jetzt einfach mal installieren und mal schauen, wie uns das Programm durch die Wiederherstellung von unserem USB-Stick hier führt. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, hier habe ich schon mal die Installationsdatei runtergeladen. Wir sehen hier einen kleinen Schild, dass diese Anwendung Adminrechte benötigt. Da bestätigen wir das Ganze jetzt einfach mal mit Ja. Ich installiere es in Deutsch und dann klicken wir uns hier mal durch die Lizenzvereinbarung. Ja, wir lassen das einfach alles per Standard und lassen das Programm jetzt sich einfach mal installieren. Ja, das ging jetzt recht flott und ich gehe auf Fertigstellen und möchte es auch gleich mal starten. Ja, da kommt der Dialog, dass das Programm Adminrechte möchte. Das erlaube ich. So, das Programm ist gestartet. Was ich jetzt noch machen muss, ist erstmal meinen USB-Stick verbinden. Schauen wir mal, ob das Ganze jetzt auch funktioniert hier im Live-Modus, ob er das auch erkennt. Ja, da hat er ihn auch schon erkannt. Da unten ist unser Kandidat. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und wow, er rattert sofort los und sucht nach potenziellen Dateien. Schauen wir mal, was er uns hier sagt. Schnellprüfung abgeschlossen. KI-Scan wird bald beginnen. Ja, da bin ich mal gespannt. Okay, dann schauen wir doch mal. Und er fängt jetzt hier an mit seinem KI-Scanning. Ja, wir warten jetzt mal ab, bis er hier alles gescannt hat. Und dann schauen wir mal zurück. Ja, kurzer Zwischenstand. Der Scan-Durchlauf, der Schnellscan, ist relativ schnell vorbei gewesen. Doch dann der AI-Scan, der hier mit künstlicher Intelligenz nach Datenfragmenten und Datenreste auf der tiefen Ebene sucht, der dauert hier wirklich erstmal doch eine ganze Zeit. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal übersprungen. Es läuft und läuft und läuft. Und was das Ergebnis ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, nach einiger Wartezeit hat dann das Programm den KI-Scanlauf fertig abgeschlossen und wir sehen jetzt hier die wiederhergestellten Dateien, die er jetzt gefunden hat. In dem Schnellscan, die 119, das sind wahrscheinlich nur die noch ungelöscht auf dem Stick drauf liegen und alle anderen, die der vertiefende KI-Scan gefunden hat, das sind höchstwahrscheinlich dann Dateien, die normal nicht mehr lesbar waren und wo er Teile davon gefunden hat zur Wiederherstellung.
Damit wir jetzt das Ganze wiederherstellen können, sage ich jetzt hier einfach mal, ich möchte den kompletten Datenträger wiederherstellen und ich gehe auf Weiter. Jetzt muss ich erstmal den Lizenzschlüssel eingeben, den ich schon mal hier vorbereitet habe. So, damit habe ich die Registrierung gestartet und mein Lizenzschlüssel war erfolgreich. Und ich kann jetzt hier die Wiederherstellung starten. Ja, um das Ganze wiederherzustellen, muss ich jetzt hier noch ein Laufwerk wählen, wo ich das Ganze wiederherstellen soll. Ich wähle jetzt einfach hier das C-Laufwerk von meinem Windows-Rechner und sage, ja, bitte dort wiederherstellen. Damit startet jetzt die Datenwiederherstellung und es heißt jetzt wieder warten. Ja, und auch die Wiederherstellung jetzt dauert wirklich richtig lang. Ungefähr hat es jetzt hier für diesen Stick mit ungefähr 7 GB fast 2 Stunden gedauert, bis die Daten wiederhergestellt waren. Ja, nach einer ausgesprochen sehr langen Wartezeit war es dann endlich soweit und die Datenwiederherstellung war abgeschlossen. Ja, die Recovery ist fertig, alles wurde wiederhergestellt und wir haben jetzt hier sehr viele Dateien und aber auch Dateifragmente durch das Tool wiederherstellen können. Ja, um besser vergleichen zu können, habe ich den USB-Stick auch schon mal vor einiger Zeit mit einem anderen Tool wiederhergestellt. Da kann ich jetzt hier einfach mal gut vergleichen, was macht jetzt hier RecoveryFox AI besser oder schlechter als wie konventionelle Tools auf der anderen Seite. Ja, interessant ist dann natürlich nochmal, wie sich hier RecoveryFox nach der Wiederherstellung im Vergleich zu einem anderen Tool, was ich hier auch schon mal mit dem gleichen USB-Stick getestet habe, schlägt. Grundsätzlich bei dem anderen Tool sehen wir hier, er hat einmal ganz sauber ausgelesene FAT32 Dateien und dann RAW-Dateien, wo wir hier sehen, dass er hier nur Snippets oder Teile von den Dateien wiederherstellen konnte. So ähnlich ist auch das Ergebnis bei RecoveryFox. Wir haben zum einen hier den Schnellscan, wo wir Dateien sehen, die er ohne Probleme in einem Stück wiederherstellen konnte, und wir haben den Bereich KI-Scan. Im Bereich KI-Scan haben wir dann auch die Dateien, wo er unter Umständen auch nur Dateifragmente wiederherstellen konnte. Und wenn wir jetzt hier uns mal ein paar anschauen, dann sehen wir es hier vom Ergebnis. Nehmen wir mal die XLS noch mit dazu. Sehen wir hier im Vergleich zum anderen Tool, was ich schon mal ausprobiert habe, dass er hier dank dem KI-Modus deutlich mehr Dateien wiederherstellen konnte, als wie das andere Tool konnte. Ob das jetzt dann tatsächlich lesbare Dateien sind, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber er hat ja zumindest schon mal deutlich mehr wiederherstellen können. Wenn wir auch nochmal einen anderen Dateityp vergleichen wollen, nehmen wir hier die PowerPoint, da hat er jetzt hier ein etwas größeres Dokument gefunden, was er hier nicht hat. Dafür hat er hier eins mehr, hier dann eins weniger. Ja, also auf der einen Seite teilweise besser, teilweise vielleicht auch anders oder auch nicht so gut. Es kommt immer drauf an, deswegen ist es manchmal nicht schlecht, zwei verschiedene Tools zu haben. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass er bei den meisten Dateien doch mehr Dateien gefunden hat, als wie das Programm, was ich hier schon mal vor einem Jahr getestet habe. Ja, im Vergleich haben wir hier gesehen, dass RecoveryFox AI doch anscheinend mehr Dateien wiederherstellen kann als wie normale Tools. Was da das Geheimnis dahinter ist, weil vom Prinzip her arbeiten so Wiederherstellungstools damit, dass die bei nicht indizierten Dateien, also quasi wo der Index im Dateisystem nicht mehr ist, die Datei quasi gelöscht ist, nach Magic Flags sucht. Magic Flags sind Bytefolgen, die zu Beginn zum Beispiel von Word-Dokumenten, JPEG-Dateien stehen, um die zu suchen, nachzuverfolgen und wieder zusammenzubauen. Ob hier bei dem AI-Tool noch andere Mechanismen zum Einsatz kommen, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß nicht genau, wie das Tool unter der Haube funktioniert, aber vielleicht kann uns ja der Hersteller hier im Kommentar unter dem Video selber informieren, warum oder wie denn das Tool besser arbeitet, gerade als wie die Tools vom Wettbewerb. Ja, wie gesagt, ihr könnt das Tool testen
ob es für eure Ansprüche an die Wiederherstellung ausreichend gut ist. Wir haben hier mit Vorschaufunktion, ihr könnt schauen, was es gefunden hat, und dann eben bei der Wiederherstellung könnt ihr euch dann überlegen, mit welchem Preismodell ihr hier arbeiten wollt. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine Preisdiskussion anfangen, ich bin ja darauf schon mal eingegangen, denn wenn ihr als Nicht-EDV-Profi in der Lage seid, hier mit wenigen Klicks eure Dateien zu retten, dann, sage ich mal, ist es für den Fall gut investiertes Geld, denn auch Lebenszeit bedeutet natürlich Geld, und dass ich mich jetzt erst bei einem Tag in irgendwelche Tools im Linux-Terminal einarbeiten muss, das möchte ich auch am normalen Anwender nicht zumuten, denn privat haben mir auch schon hier Zuschauer geschrieben, die wollten auch nochmal das eine oder andere erklärt haben oder eine kleine Hilfestellung haben. Denn auch die haben mir dann gesagt, ja, sie sind hier alle keine IT-Profis und sie sind froh, solche Erklärvideos wie von mir zu haben, damit sie hier sich einfach in verschiedene Themen auch selber ein bisschen mit einfachem Einstieg einarbeiten können und selber sich ein bisschen mehr fortbilden können. Ja, die abschließende Frage habe ich natürlich noch nicht geklärt. Was ist denn jetzt hier genau auf dem USB-Stick drauf gewesen? Das möchte ich mir jedoch für ein anderes Video aufbewahren, denn IT-Forensik, im Prinzip, was verrät uns hier so ein Datenträger über die Person, die diesen Stick verloren hat, das möchte ich mal zu einem anderen Thema machen. Denn überlegt euch mal, ihr verliert privat einen USB-Stick oder ihr nutzt zum Beispiel mal so ein Forensic-Tool zur Wiederherstellung gelöschter Daten, probiert es einfach mal aus. Ihr werdet schockiert sein, was ihr schon mal für Daten auf diesen USB-Stick gespeichert habt, woran ihr euch schon gar nicht mehr erinnern könnt und was ein externer oder Finder von dem USB-Stick alles über euch wissen könnte, nur durch den USB-Stick mit den potenziell gelöschten Daten. Ihr werdet echt schockiert sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch euch schon auf die Fortsetzung zum Thema Forensik auf Smartphones oder Firmenextraktion freut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drückt nicht vergessen, dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos zur IT-Security hochlade. Ja, hat euch so ein Tool auch schon mal geholfen, oder was sind eure Stories zur Datenrettung, oder wart ihr auch schon mal erfolgreich oder habt ihr auch schon mal einen richtig blöden Hardware-Defekt gehabt? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall alles anschauen und bin auch da auf eure Erfahrung gespannt. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit einschaltet. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Reike.